Das ist meine durchschnittliche tägliche Bildschirmzeit und die ersetze ich jetzt 30 Tage durch Bücherlesen. Und keine Angst, keine Spoiler zu keinem Buch. Bildschirmzeit summiert sich rasend schnell. Zwischendurch mal kurz ans Smartphone, um rumzuswipen, ein paar Videos geschaut, zack, 2 Stunden mehr am Ende des Tages. Ist kein Problem, oder? Vielleicht ein kleines. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne ist von knapp 3 Minuten im Jahr 2005 bis heute auf 47 Sekunden gesunken. Das ist schlecht, denn wie soll ich in 47 Sekunden ein ganzes Buch lesen? Dein Problem, beziehungsweise mein Problem. Ab sofort lese ich jeden Tag 2,5 Stunden. Muss nicht am Stück sein, doch länger als 47 Sekunden am Stück sollten es schon sein. Die Buchauswahl treffe ich spontan. Aber am Ende muss ich auf jeden Fall diese beiden Brecher hier lesen. Verbrechen und Strafe oder Schuld und Sühne von Fjodor Dostojewski und zweitens, für mich als Horrorfilm-Drehbuchautor und Regisseur, Unwesen von John Lindquist. Ich darf mehr als 2,5 Stunden lesen, aber nie weniger. Und damit ich nicht in Versuchung komme, wird ab Tag 2 sogar ein ganz besonderes Hilfsmittel eingesetzt. Das seht ihr gleich. Und später auch, warum und wie dieses Experiment mein aktuelles Drehbuchprojekt für eine große Produktion gefährdet. Also, was schaffe ich in 30 Tagen an Büchern, Seiten und Wörtern? Ja, aber was soll das bringen? Bücher lesen ist doch total überbewertet. Angeblich soll es höchstens die Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne verbessern, Empathie, emotionale Intelligenz, geistige Fitness, Wortschatz, Sprachgefühl, Ausdruckskraft, das ganze Gehirn und die Vorstellungskraft verbessern. Stress reduzieren, das Gehirn trainieren, tieferes Denken stärken und, wenn man analog liest, sogar den Schlaf verbessern. Okay, ich verstehe. Vor meinem Naturzeitexperiment hatte ich eine tägliche Bildschirmzeit von 3 Stunden und 53 Minuten. Und danach 31 Minuten. Jetzt habe ich wieder 2 Stunden 30. Das ist weniger als vorher am Tag, aber immer noch zu viel Doomscrolling. Und zwar genau 2 Stunden zu viel. Denn alles, was ich erledigen muss und möchte, schaffe ich in 30 Minuten. Der Rest ist Quatsch, Ablenkung, Irrsinn. Danke an alle, die bisher nicht parallel am Doomscrollen sind. Ja, du bist gemeint, Niklas. Wenn man Dinge immer parallel laufen lässt, fällt einem manchmal gar nicht auf, was man verschwendet. Und das muss ich euch vorher noch erzählen. Mein alter Handyvertrag, der läuft und läuft und läuft und deckt sehr viel mehr ab, als ich eigentlich brauche. Also warum jeden Monat 20 € für ein Datenvolumen zahlen, was ich überhaupt nicht voll ausnutze? Denn mit Prepaid und ohne Vertragsbindung wäre ich sehr viel günstiger dabei. Daher habe ich nach über 10 Jahren gewechselt zu Call Ya Start und zahle jetzt 4,99 € im Monat. Und sollte ich dennoch mal mehr Daten brauchen, buche ich mir einfach für einen Monat den nächstgrößeren Tarif dazu. Zum Beispiel Call Ya S mit 15 GB Datenvolumen und AllNet Flat für 9,99 €. Call Ya ist Vodafones Prepaid-Angebot, das dir flexibel Tarife ohne Vertragsbindung bietet. Also du kannst zwischen verschiedenen Paketen wählen, Datenvolumen, Telefon- und SMS-Flatrates sind da drin und du buchst nur das, was du gerade brauchst. Jetzt auch mit mehr Datenvolumen für den gleichen Preis. Falls du mal eine digitale Pause einlegen willst und dennoch flexibel bleiben möchtest, schau gerne mal bei Call Ya von Vodafone vorbei. Weitere Infos dazu in der Videobeschreibung. Manche sagen, das hier ist das beste Experiment, was ich je gemacht habe. Manche sagen das. Ich habe das gesagt. Sonst niemand. Traum eines lächerlichen Menschen. Wie viele Bücher lest ihr so pro Woche, pro Monat? Seit eurer Geburt? Bei mir waren es zuletzt ungefähr ein Buch in 2 Monaten. Also abgesehen von meinen Drehbüchern, die ich nach dem Schreiben immer noch mal auf Fehler korrigiere und generell mehrfach lesen muss. Aber richtige Bücher? Dabei habe ich 2018 nach meinem Ich habe das Lesen verlernt Experiment eigentlich sehr viel mehr gelesen. Es wurde in den letzten Jahren aber immer weniger. Daher auch meine Angst, dass ich dieses Experiment gar nicht schaffen kann. Wird sich diese Angst bestätigen? Ja! Und zwar direkt an Tag 1. Ich fange an mit einem Buch von einem Autor, von dem ich schon immer mal was lesen wollte, es aber nie gemacht habe. Thomas Mann, Der Zauberberg. Also ein super, super altes Buch, auch direkt ein relativ dickes. Aber ich dachte mir, warum nicht jetzt? Aber weit mehr noch als unten trug hier diese Manier das Gepräge des Unsachgemäßen. Sie hatte etwas Zähneklapperndes und Kurzatmiges. Okay, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, ob Lesen mir gerade schwerfällt oder ob es das Buch ist, aber ich finde es unerträglich. Ich mag die Sprache nicht. Ich finde, es ist geschrieben, als würde jemand versuchen, besonders toll zu klingen, aber es klingt nicht authentisch toll. Ich habe jetzt hier, wie viele Seiten habe ich es geschafft? 34? Ich merke, wie meine Gedanken abschweifen beim Lesen. Es ist so anstrengend. Mein Kopf ist auch richtig durch jetzt. Das habe ich jetzt richtig runtergezogen. Ist meine Konzentration so niedrig, dass ich nicht mal das erste Kapitel schaffe? Habe ich wieder das Lesen verlernt? Vielleicht.
Vielleicht ist aber auch das einfach nicht mein Buch. Und warum sollte ich ein Buch lesen, das mich nicht packt, nicht interessiert, nicht berührt? Ach ja, Schule. Ja, okay, aber ich bin nicht mehr in der Schule. Also kann ich mir selber aussuchen, was ich lese. Nochmal von vorn. Neuer Tag, neuer Versuch, jetzt was ganz Modernes. Hui, von 2027. Blauer Sand von 2024. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass es mir leichter fällt, weil es ein moderneres Buch ist. Ich habe im Radio davon gehört tatsächlich und die haben so die grobe Story erzählt, worum es geht und ich dachte, das klingt super spannend. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt darauf eingelassen. Ist auch nicht ganz so dick. Vielleicht ein besserer Einstieg. Aber ich wechsle nicht nur das Buch, sondern ich hole mir auch ein Hilfsmittel. Und zwar, weil ich Angst habe, dass ich es ohne nicht schaffe. Und das ist der Grund. Ich habe gestern gedacht, vielleicht war es doch nicht ganz gut, dass mein Smartphone in meiner Nähe war. Dass ich es quasi gesehen habe und es irgendwie so im Blickfeld war. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass wenn Smartphones auch nur im Bereich sind, dass du sie siehst, unsere Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Dass wir mit dem Kopf ein bisschen noch da sind und denken, vielleicht hat jemand geschrieben, eher mal hingreifen wollen. Das möchte ich vermeiden, deswegen habe ich mir jetzt so ein Handy-Safe geholt. Da kann man quasi sein Handy reinpacken, kann es zumachen. Dann gibt man hier eine Zeit an. Mir wären das 2 Stunden 30. Und dann drückt man zweimal drauf und dann ist das Ganze geschlossen. Das möchte ich auch machen. Ich filme aber mit meinem Handy. Deswegen muss ich, um das Ganze machen zu können, jetzt für dieses Video erstmals meine gesamten Aufnahmen mit der großen Kamera filmen. Und jetzt packe ich dieses Handy hier, das mache ich erstmal aus, packe es hier rein. Und das werde ich jetzt jedes Mal machen, wenn ich lese. Drücke hier drauf. 2 Stunden 30, kann man es sehen. So, jetzt geht ein Timer runter, der quasi jetzt nochmal einem die Möglichkeit gibt, abzubrechen, dass man das Handy rausholen kann. Weil sonst ist es gleich für 2 Stunden 30 darin. Da, habt ihr das gehört? Eingeschlossen. So, das war's. Das Ding steckt fest. Kann man auch nicht mehr öffnen. Also hier, ihr seht es. So, also ja, ich will es jetzt auch nicht kaputt machen, aber der Timer läuft jetzt und jetzt kann ich quasi hier immer draufdrücken und gucken, wie viel Zeit ich noch habe. 2 Stunden 30. Das ist jetzt die Zeit, die ich zum Lesen habe. So, jetzt wollte ich es gerade neben mich stellen. Das ist ja genauso blöd. Das muss ich jetzt weit, weit wegstellen. Und so versuche ich es dann erneut. Ohne eine Chance an mein Smartphone zu gehen. Und rückblickend frage ich mich, was habe ich eigentlich die ganze Zeit so auf meinem Smartphone gemacht, wenn es nicht eingeschlossen war in der Box? Also, was lese ich so? Was schaue ich mir den ganzen Tag so an? Erinnert ihr euch daran, was ihr gestern auf Social Media gesehen habt? Laut einer aktuellen Studie können sich 8 von 10 Menschen nicht an die schnellen Inhalte, die sie auf Social Media sehen, erinnern. Könnt ihr euch noch an den Anfang dieses Videos erinnern? Keine Sorge, ihr seid nicht allein. Ich kenne das auch. Aktuelle Studien untersuchen, was Kurzvideos mit unserer Konzentration machen. Dafür werden junge Leute befragt, die täglich viel Zeit auf TikTok, Instagram und YouTube Shorts verbringen. Die meisten von ihnen können sich an den Inhalt der Videos kaum noch erinnern. Viele geben an, dass sie sich nach einem solchen TikTok-Marathon schlechter auf ihre Gespräche konzentrieren können. Bücher lesen oder Filme schauen ist komplett unmöglich. Auch das Vergessen von Terminen kommt häufiger vor. Denn wer ständig kurze, schnelle Inhalte konsumiert, trainiert das Gehirn auf Ablenkung statt auf Konzentration. Und das macht es schwerer, längere Inhalte wie Bücher, Filme oder auch Gespräche durchzuhalten. Unser Gehirn kann sich an vieles gewöhnen, auch an ständige Ablenkung. Frage: Breche ich an Tag 2 schon wieder ab? Ist meine Konzentration auch schon so kaputt trainiert? Oder ist das Buch so packend, emotional und berührend, dass ich 2,5 Stunden lesen kann? Schon immer wollte die Sandinsel eine unbewohnte Insel sein. Eine, die Menschen abschüttelt wie eine nasse Löwin Wasser. Aber das ist ein Gemeinplatz. Keine Insel will von Menschen bewohnt sein. Nur gelingt es den wenigsten. Dieses Buch hier ist so ein anderer Ansatz. Es ist extrem spannend, es ist sehr gut geschrieben, ich mag die Sprache total gerne. Ich finde das super krass, was dieses Buch gerade mit mir macht. Und ich weiß nicht, ob es einfach an diesem Buch liegt oder ob das eine Eigenschaft ist, die Bücher haben. Aber ich habe das Gefühl, ich bekomme hier super tiefe emotionale Einblicke in das Leben von anderen, obwohl das eine fiktionale Geschichte ist. Und diese Eindrücke sind so viel treffender, als ich das in anderen Medien erlebe, also als in einem Film oder einer Serie, wobei das auch immer ganz toll ist. Ich habe das Gefühl, ich komme hier gerade näher an das Wesen, an den Kern dieser Menschen. Und was ich super abgefahren finde, das wundert mich gerade voll, 2,5 Stunden am Handy zu scrollen. So, das habe ich auch schon gemacht, aber danach bin ich durch. Und ich merke jetzt auch, dass ich müde bin. Es war einfach wirklich viel. Und es ist ja auch schon abends. Ich habe das heute abends gemacht. Aber ich bin so sehr erfüllt und nicht ausgelaugt.
Ich glaube, das ist gerade bei diesem Buch der krasse Unterschied für mich. Vielleicht beim Lesen generell. Ich fühle mich erfüllt und nicht ausgesaugt. Was war ein Künstler ohne Lampenfieber? Was war Kunst, die nicht wehtat? Ich habe echt Glück mit dem Buch, denn jetzt komme ich wirklich rein. Da es so kurz ist, motiviert es mich auch nochmal anders dran zu bleiben. Trotzdem gibt es da ein deutliches Problem. Natürlich habe ich beim Lesen immer mal wieder an mein Smartphone gedacht und hatte auch diesen Impuls, danach zu greifen. Geht aber nicht. Das Ding ist da hinten eingesperrt. Aber 104 Seiten hat mich dieses Buch gebannt und morgen werde ich weiterlesen. Und wie viele Seiten sind es insgesamt eigentlich? 203 Seiten? Dann werde ich es morgen wahrscheinlich zu Ende lesen. Ich freue mich sehr darauf. Und dann fliege ich durch das Buch. Ist das mein Training für die dicken Bücher, die noch kommen? Oder kann ich schon erste echte Effekte an mir bemerken? Tatsächlich letzteres, sind aber leider keine positiven. Ich merke schon, dass ich im Kopf manchmal noch, gerade bevor es losgeht, Ausreden finde, ob ich nicht noch irgendwas anderes dringend machen müsste. Und selbst wenn das Handy da schon in diesem Safe steckt, denke ich, aber ich könnte jetzt auch eigentlich kurz hier diese eine Ecke endlich mal aufräumen. Krass, wie das Gehirn sich so ein bisschen wehrt dagegen, hier reinzugehen, weil Lesen ist natürlich auch erstmal Arbeit. Und ich muss mich am Anfang auch ehrlich gesagt dazu zwingen. Ich muss mich zwingen, jetzt anzufangen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass ich quasi hier das Buch habe und ich lese die Seite so runter und merke, ich habe die nicht aufgenommen. Und ich fange mal von vorne an, ich habe die immer noch nicht aufgenommen. Und dann komme ich langsam rein. Ich brauche am Anfang fast immer 3-mal Lesen der ersten Seite, bis ich die verstanden habe. Und dann geht es aber los. Und dann passiert es eigentlich eher selten, dass ich krass abdrifte. Aber ich zwinge mich dann auch dazu, wieder von vorne anzufangen, weil ich will das Buch ja auch lesen und verstehen, weil ich das wirklich sauspannend finde. Aber ja, die Konzentration zu halten, ist wirklich, ehrlich gesagt, Arbeit. Also mein Gehirn ist immer noch am Suchen. Das will eigentlich lieber am Handy im unendlichen Algorithmus rumscrollen. Aber ich möchte ja davon weg. Ich habe nicht wirklich erwartet, dass ich mich am zweiten Tag schon voll konzentrieren kann. Aber ein bisschen enttäuscht bin ich schon, weil ich das Buch wirklich spannend finde. Aber es ist so, als würde ich Gemüse essen, von dem ich weiß, dass es gut für mich ist, mir aber noch nicht so richtig schmeckt. Ich weiß aber, dass ich das morgen mag. Aber der schnelle Zucker, mein Smartphone, ist so verführerisch. Kann ich mein Gehirn umtrainieren oder ist dieses Umtrainieren irgendwann einfach zu spät? Geht das irgendwann einfach nicht mehr? Plattformen wie TikTok oder Instagram sind wie Hundetrainer für unser Gehirn. Jedes Mal, wenn wir ein Video schauen, das uns gefällt, bekommen wir eine kleine Portion Dopamin. Das ist der Botenstoff für Belohnung und Motivation. Und wie ein Hund, der fürs Pfötchen geben ein Leckerli bekommt, lernt unser Gehirn, kurzes Video, gleich gutes Gefühl. Mit der Zeit will es dann mehr davon. Und so fällt es uns irgendwann leichter, stundenlang durch Reels zu scrollen, als 10 Minuten konzentriert ein Buch zu lesen. Das ist keine Schwäche, das ist ein Effekt von Training. Nur halt eben nicht ganz freiwillig. Aber ist dieser Effekt umkehrbar oder sind wir inzwischen alle süchtig? Das menschliche Gehirn ist plastisch. Es verändert sich je nach Nutzung. Wer viel liest, verstärkt die Bereiche für Sprache, Verständnis und Konzentration. Wer beispielsweise viel TikTok schaut, trainiert dagegen eher schnelle Reizverarbeitung, Multitasking und visuelle Mustererkennung, aber weniger Ausdauer und analytisches Denken. Okay, alles klar. Use it or lose it. Was wir nicht mehr trainieren, verkümmert. Und das gilt auch für Skills wie Lesen, Textverständnis oder die Konzentration für lange Filme, wie auch einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Ey, der Film geht ungefähr so lang, wie ich aktuell am Tag lese. Ist aber auch schon 5 Jahre her, seit ich den das letzte Mal gesehen habe. Also keine Ahnung, ob ich den heute noch am Stück schaffen würde. Ich hoffe, ich schaffe erstmal mein Buch. Okay. Dieses Buch ist richtig krass mein Geschmack. Okay, ich bin durch. Blauer Sand. Ich werde, wie gesagt, nichts zu den Inhalten der Büchern sagen, damit ihr selber, wenn ihr Bock habt, gucken könnt, ob euch das interessiert. Das ist genau das, was ich liebe. Die Geschichte ist straight, spannend, wird immer spannender und dann am Ende macht sie einen solchen Twist and Turn und scheißt auf alles, auf alle Logik, auf alles, sondern die macht einfach so einen surrealen, abgedrehten Twist, der trotzdem, finde ich, Sinn macht. Mein Kopf ist so voller Bilder gerade. Das hätte ich niemals erwartet. Ich bin super überrascht. Ich wüsste gar nicht, ob ich dieses Buch irgendwem empfehlen kann, weil es gerade vor allem diese letzten Kapitel so krass meinen Geschmack getroffen hat, dass ich denken würde,
Das ist jetzt so speziell. Ich kenne vielleicht 2 Leute, bei denen ich weiß, denen wird das gefallen. Die allermeisten würden sagen, was ist das für ein beklopptes Ende. Gestern waren meine Augen so super müde nach dem Lesen. Und ich habe gelesen, dass es auch damit zu tun hat, wenn man viel am Handy ist, das macht die Augen anders müde. Und heute sind meine Augen auch müde, aber ich würde fast behaupten anders. Kann alles Placebo sein, da muss man immer aufpassen, gerade am Anfang. Gestern hätte ich nicht noch weiterlesen können, von den Augen her. Heute könnte ich es auf jeden Fall. Das hier hat mich gerade so erfüllt, so voll gemacht, so positiv voll gemacht. Ich möchte jetzt gar nicht weiterlesen, weil ich das erstmal genießen möchte, diesen Moment, diesen Effekt. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen das sacken lassen, weil ich habe Angst, das zu überschreiben, wenn ich jetzt direkt ins nächste springe. Und ich will das gerade nicht überschreiben, ich will das kurz einfach spüren. Boah, hat mich das überrascht. Es stimmt übrigens, dass Lesen am Bildschirm die Augen müder macht als Lesen auf Papier. Ins Licht des Bildschirms gucken, abgelenkt werden von Nachrichten, die reinkommen. Bücher lesen ist automatisch Monotasking. Smartphones, Multitasking. Und das macht das Gehirn schneller müde, dieses ständige Wechseln. Was mich aber nicht müde macht, ist dieses Buch. Mit seinen absolut wilden Twists und Turns. Ich habe mich heute gründlich gewaschen. Allerdings habe ich meine vorherige Erscheinung gewaschen. Ameisenbeine trugen mein Lego an Körper. Das hättest du sehen sollen. Und dieses Buch löst so viele Bilder aus, die mich auch am nächsten Tag noch begleiten. Ich schaue irgendwie so meinen eigenen Film und die Welt, die dabei entsteht, lässt mich nicht mehr los. Ich habe immer noch die Bilder vom letzten Buch im Kopf. Jetzt geht es trotzdem heute weiter mit einem neuen Buch. Die Königin schweigt von Laura Freudenthaler. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich auf das Buch gekommen bin. Doch, weiß ich. Ich habe ein anderes Buch von ihr lesen wollen. Das gab es aber nicht in der Bücherei. Deswegen habe ich das mitgenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was hinten drauf steht, spricht mich jetzt nicht so an. Finden wir raus. Die Angst, dass dieses Buch mich jetzt dazu bringt, abzubrechen, begleitet mich die ersten Seiten. Ich habe Angst, dass Blauer Sand so eine Ausnahme war und es jetzt super schwer wird, weitere Bücher zu finden, die mich genau so begeistern können. Als nächstes habe ich auch ausgerechnet ein Buch gegriffen, das fragmentarisch geschrieben ist und nichts erklärt. Das klingt definitiv nach Arbeit, oder? Das ist super interessant geschrieben. Und zwar ist es wie ein Tagebuch, ich weiß es nicht genau. Es springt total krass zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her und erzählt im Grunde die Sachen, die nicht ausgesprochen werden von einer Großmutter gegenüber ihrer Enkelin. Und es zieht total rein. Es ist super spannend. Das Buch hat eine total interessante Form. Man springt wie so durch Erinnerungen von jemandem. Das heißt, manchmal gibt es auch krasse Zeitsprünge, dann auch wieder in die Gegenwart, als hätte man sich erinnert, wäre dann schlafen gegangen, wieder aufgewacht in der Gegenwart. Dann geht es da weiter, dann wieder zurück. Was aber super interessant ist durch diese fragmentarische Erzählung, dass man trotzdem super nah an die Figur rankommt und wie sie sich fühlt, warum sie welche Entscheidungen trifft. Man kriegt einfach eine Nähe dahin und das ist so präzise. Er sagte nichts. Er betrachtete seine Kinder, die sich unter seinem Blick nicht bewegen konnten. Der Blick des Vaters war ein Gewicht, das sie auf dem Boden hielt. Der Vater sah aus, als wollte er Fanny totschlagen und als könnte er sich nicht beherrschen. Fannys Körper war zitternd gespannt, aber sie lief nicht davon. Sie schaute unverwandt in das Vatergesicht, das aus den Fugen geraten war. Es war nicht mehr zu erkennen, wo Mund und Nase und Augen waren. Das Gesicht des Vaters war ein einziges schreiendes Gesichtsdurcheinander. Und Fanny sah es auf sich zukommen. Die Königin schweigt beschreibt nicht nur sehr emotional nah und intim das Leben ihrer Hauptfigur, sondern zwingt die Leserschaft auch dazu, mitzudenken, weil es immer wieder große Zeitsprünge gibt und eben nicht erklärt wird, was in der Zwischenzeit los war. Dinge werden angedeutet und man muss die Puzzlestücke selbst zusammensetzen. Und ich liebe diese Art, Geschichten zu erzählen. Das fordert mich, lässt mich miträtseln, mitdenken und das Ganze noch intensiver erleben. Und dabei hätte ich das Buch eigentlich gar nicht gelesen, wenn ich vorher etwas mehr darüber gewusst hätte. Weil ich bin kein Fan von historischen Stoffen und das spielt jetzt hier halt ab der 30er Jahre geht's los und dann geht's halt immer weiter, immer weiter. Ich bin mal gespannt, wie weit es geht, aber ich vermute mal jetzt bis in unsere Gegenwart, von dem, wie es angelegt ist. Und das sind eigentlich Stoffe, die mich nicht so interessieren. Das hier zieht mich aber richtig krass rein, das Leben auf dem Bauernhof. Wie das anfängt, wie einfach das Leben ist und wie kompliziert und wie schwierig. Wisst ihr, was auch schwierig ist? Filme machen. Und die Abstimmung mit Geldgebern und Produktion. Da macht man nämlich genau aus, was in so ein Drehbuch reinkommt und hält sich später an diesen Storyplan. Und genau das mache ich im Moment auch wieder. Aber was wäre, wenn dieses Experiment und dieses Bücherlesen den Storyplan komplett über den Haufen wirft? Und zwar so stark, dass der Film, den ich gerade schreibe, das Genre wechselt.
Aber sowas würde mir ja nicht passieren. Ich bin ja Profi, ne? Ich schreibe ja aktuell an einem Kinofilm und habe einiges fertig zu machen. Und mir ist jetzt gerade das allererste Mal so richtig klar geworden, dass diese Bücher einen Effekt haben. Weil ich beim Strukturieren eben und beim Gucken Dauerflashbacks hatte, vor allem von Blauer Sand. Das passt überhaupt nicht thematisch in das, was ich hier schreibe. Aber es hat einfach so Bilder aufgemacht und so Möglichkeiten eröffnet, wo ich dachte, vielleicht doch mal in diese andere Richtung denken, in diese düstereren Bildern, obwohl ich gerade eine sehr fröhliche Coming-of-Age-Geschichte schreibe. Vielleicht doch mal ein bisschen einfach in diese visuellen Welten mitdenken und gucken, ob da vielleicht doch was liegt. Weil es einfach so viel angestoßen hat gerade. Dieser Effekt wird sich im Verlauf des Experiments noch als, ich sag mal, interessant erweisen. Und am Abend dieses Tages spüre ich einen weiteren Effekt auf mich. Und der hat auch mit meinem Smartphone zu tun. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht schon früher damit angefangen habe, so exzessiv Bücher zu lesen. Weil als Jugendlicher habe ich das gemacht und habe richtig viel gelesen. Es ist so gut. Also es fühlt sich für meinen Kopf gut an, es fühlt sich für meine Vorstellung gut an. Und ich mag total, dass es eine Begrenzung gibt. Also man ist irgendwann dann halt an der Stelle, wo man aufhört zu lesen. Und es gibt nicht den Infinite Feed in einem Buch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich jetzt am bereits 3. Tag so konsequent lese und so konsequent da dran bleibe. Andererseits ist das hier auch ganz hilfreich, muss ich sagen. Eine Sache, die ich nicht gedacht hätte: Ich vermisse mein Smartphone nicht. Es ist ja zum Glück auch nicht so, als hätte ich vorher gar nicht gelesen. Comics, Graphic Novels und die ganzen Sachen, davon habe ich viel gelesen. Richtige Bücher, Sachbücher. Ich habe Sachbücher gelesen. Also in Sachbüchern blätterst du halt auch öfter mal ein anderes Kapitel und sagst, jetzt springe ich mal nach da, weil mich das besonders interessiert und überspringe dieses andere Thema. Das macht man ja nicht in der Geschichte. Da liest man das ja von vorne bis hinten durch. Und das ist auf jeden Fall neu. Die Deutschen lesen, wenn sie lesen, durchschnittlich 27 Minuten am Tag. Am meisten lesen ältere Menschen und junge Frauen. Deutlich mehr Zeit verbringen wir mit dem Smartphone. Dort lesen wir natürlich auch, aber eher kurze Texte und Passagen. Durchschnittlich verbringen wir 2,5 Stunden am Smartphone. Damit bin ich ja voll im Durchschnitt. Aber je jünger ein Mensch, desto mehr Zeit verbringt er am Smartphone. Jugendliche erreichen nicht selten 10 Stunden am Tag. Und auch unter euch gibt es einige, die eine heftige Smartphone-Nutzung haben. Aber auch genauso viele, die meine bisherigen Zeiten um Längen schlagen. Ihr seid diszipliniert. Ihr seid viel disziplinierter als ich. Ich habe heute auf jeden Fall meine Lesezeit nochmal ordentlich angezogen. Und ich musste dafür nicht mal mein Smartphone wegstecken oder stellen, weil ich habe vergessen, wo es ist. Ich habe es irgendwo in der Wohnung abgelegt. Ich weiß nicht wo. Es ist weg. Ich habe mein Smartphone verlegt. Das ist neu. Das ist wirklich neu. Und während ich mein Smartphone zunehmend vergesse, verbringen Menschen überall um mich herum nach wie vor einen Großteil ihrer Zeit damit. Denn es ist ein super wichtiges Werkzeug unserer Zeit, kann aber auch unser Bewusstsein betäuben und uns passiv, abgestumpft und sogar einsam machen. Ja, und vor allem eine App hat hier viel negative Aufmerksamkeit auf sich gezogen. TikTok. Macht süchtig. Und das schon nach 35 Minuten. Das sind ungefähr 260 Videos. Darauf weist eine geleakte Studie hin, die TikTok selbst den Auftrag gegeben hat. Diese Gewohnheit oder Sucht kann außerdem sehr schnell negative Effekte auf uns haben. Der Verlust von Empathie und Mitleid sowie Angststörungen und ein schlechter werdendes Gedächtnis können dadurch ausgelöst werden. Und das sind nur 3 der möglichen Effekte. Und Hinweise auf eine nachhaltige Schädigung des Gehirns nehmen auch zu. Das ist aber noch nicht ausreichend erforscht. Wer mal mit dem Rauchen, Alkohol oder Koffein aufgehört hat, nach langer Zeit, kann sich vielleicht vorstellen, wie schwierig es sein muss, sich dauerhaft von TikTok oder auch Instagram oder anderen algorithmusgesteuerten Feeds zu lösen. Betroffene berichten, dass es Wochen bis Monate dauert, bis sie sich wieder auf längere Texte oder Bücher überhaupt konzentrieren können. Aber auch, dass es sich wirklich lohnt. Dass Lesen sich lohnt, würde ich nach der ersten Woche sofort unterschreiben. Der Start ist phänomenal. So viele Bilder, Welten, Gedanken. Aber wie sieht's mit den klaren Effekten aus? Oha, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und bevor dieses Experiment mit voller Gewalt Richtung Abgrund steuert und mich Ekel, Wut und Fassungslosigkeit ergreifen, widme ich mich Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Ich bin so gespannt, wie stark die Auswirkungen auf das Drehbuch sein werden, weil ich das jetzt auch immer wieder, wenn ich unterwegs bin, merke, wie viel noch die Bücher nachwirken und wie vieles gleichzeitig mit der Geschichte, die ich selber gerade mir ausdenke, anfängt sich so zu verweben. Einfach, dass bestimmte Atmosphären, bestimmte Vibes so interessant sind, dass ich merke, dass sie sich einen Zugang bahnen
zu meiner eigenen Geschichte. Und an Tag 10 des Experiments bekomme ich Feedback zu meiner Drehbuchfassung, die sich im Moment ziemlich radikal ändert und das ohne Absprache. Weil es sich einfach richtig anfühlt. Und weil ich Sorge habe, dass mein Ansatz nicht verstanden wird, wenn man ihn nicht komplett liest, sage ich nicht Bescheid. Das wird noch spannend, aber vorher bemerke ich, wie einschneidend dieses Experiment für mich persönlich jetzt schon ist. Ich habe das Buch durch. Es ist ganz fantastisch. Das Ende ist perfekt. Es ist das perfekte Ende zu diesem Buch. Wie gesagt, ich spoilere nichts. Und dieses Buch hat sich wesentlich länger und positiv und intensiver angefühlt, als es gedauert hat. Ich habe jetzt das Gefühl, dass, obwohl ich jetzt gerade zwei Bücher gelesen habe, die viel Bilder ausgelöst haben, habe ich nicht das Gefühl, dass ich davon überrannt worden bin oder überfordert worden bin oder es zu viel ist, wie wenn man lange am Doomscrollen war oder lange auf, weiß ich nicht, Instagram, TikTok, Reddit oder wo auch immer. Habe ich dann auch immer dieses Gefühl, ich bin jetzt ein bisschen durch. Das habe ich hier nicht. Es gibt irgendwie keine Übersättigung durch Bücher bei mir. Übersättigung, Reizüberflutung, das kenne ich natürlich auch gut. Vor allem von meinen Bildschirmen und Social Media. Aber warum ist das manchmal so viel ermüdender als Bücher? Wieso machen die mich nicht genauso müde, wenn sie meine Vorstellungskraft, meinen Geist und meine Konzentration beanspruchen? Ich muss doch viel mehr machen. Unsere Aufmerksamkeit hat verschiedene Modi. Fokussierte Aufmerksamkeit, wie beispielsweise beim Lesen eines Buches, und die routinemäßige Aufmerksamkeit, wie beispielsweise beim Essen oder Staubsaugen. Diese braucht weniger Konzentration. Und bei Social Media schaltet unser Gehirn in genau diesen passiven, eher abwesenden Modus. Das ist auch der Grund, warum wir uns schlechter daran erinnern können, was wir auf Social Media konsumiert haben. Weil wir eben nicht ganz da sind. Also eine kurze Aufmerksamkeitsspanne ist einfach nervig manchmal, wenn man ständig abgelenkt ist. Die kann aber auch zu einem ernsthaften Problem werden. Eine Studie der Curtin University weist darauf hin, dass Menschen mit kürzerer Aufmerksamkeitsspanne anfälliger für psychische Belastungen durch soziale Medien sind. Also eine geringere Fähigkeit zur Konzentration geht wohl auch mit einem erhöhten Risiko für Stress und Angstzustände einher. Durch Lesen kann man das nachjustieren. Und um meine Konzentration und das Gedächtnis zu testen, vor allem auch den Effekt dieses Experiments, werde ich ganz am Ende nochmal versuchen, das Zauberwerk zu lesen. Aber vorher lese ich was ganz anderes. The Watchers. Es ist auf Englisch, ich habe es mir im Original geholt und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen englischen Text gelesen, der so eine tolle Sprache hatte, der so eine Dringlichkeit und eine Intensität aufbaut. Ich möchte gar nicht aufhören zu lesen. Ich will nicht aufhören zu lesen. Ich habe meine Lesezeit heute schon überzogen. Aber dieses Buch ist unfassbar geiler Horror. Was ich so genial daran finde, es gibt keine Sekunde durchatmen, aber sehr positiv gesehen. Boah, ich hoffe so, das schmiert nicht nach hinten hin ab. Das wäre so schade. They've waited a long time for this, Madeline replied. They're going to make it last. All her cracks torn apart anew, exposing her tired heart. The forest's ragged treetops stretched under the sky like ramparts, its branches swaying and cracking as more bodies tore into the open, fattening the crowd of their kind, all gathered around Daniel. Their price, one priceless enough to distract their attention. Und dann bin ich wie im Rausch. In den nächsten Tagen lese ich nicht nur das eine Buch, sondern auch alle anderen Bücher, die der Autor je geschrieben hat. Es sind 2. Aber die sind genauso dick und wieder lese ich sie im englischen Original. Ich bin heute Morgen vor der Arbeit aufgestanden, um weiterzulesen. So, das kennt man vielleicht auch von einem super spannenden Film, ich weiß es nicht. Ich bin eine Stunde früher aufgestanden, also nicht ganz. Ich war eine Stunde früher wach. Ich bin heute aufgewacht und dachte, okay, ich kann jetzt entweder noch mal eine Stunde schlafen oder jetzt aufstehen und das Buch weiterlesen. Und dann habe ich das gemacht. Es hat so viele spannende Twists und Überraschungen, die ich nicht habe kommen sehen, aber der allergrößte Twist ist ganz am Ende. Der ist super, super spannend und ich dachte danach, das muss doch weitergehen, oder nicht? Und ja, es gibt ein zweites Buch. Die Art, wie er schreibt, seine Sprache, die Bilder, die aufgehen. Ich habe das Gefühl, ich habe diesen Film gesehen. Und das ist so, ich habe das Gefühl, ich habe den nicht nur gesehen, ich war dabei. Ich glaube, das ist eine Stufe krasser. Ich war dabei. Bevor ich mich halb süchtig auf die Suche nach diesen anderen Büchern mache, wird mir ein Effekt klar, der schon seit ein paar Tagen immer präsenter geworden ist, aber jetzt erst richtig zu mir durchdringt. Mein Bedürfnis nach meinem Smartphone ist so krass gesunken. Das hatte ich bei dem Naturexperiment ja auch, aber ich habe das Gefühl, hier ist es noch mal krasser. Vielleicht auch, weil ich es dauernd
wegsperre und es wirklich auch nicht mehr in der Nähe ist. Also eine Sache hat sich auf jeden Fall krass verändert und das war ja beim Yoga-Experiment schon so, aber es hat jetzt nochmal nachgelegt. Und das ist einfach mehr Ruhe im Kopf und gleichzeitig aber auch bessere Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber einfach man denkt über andere Sachen nach und das ist einfach viel gesünder für mich. Die Dinge, über die ich jetzt nachdenke, haben mit den Welten zu tun, in denen ich war und den ganzen Themen drumherum und nicht mehr so viel Negatives. Also hat deutlich nochmal was verändert. Das zweite Buch gibt es leider nicht in der Bücherei und da ich zu ungeduldig bin, entstaube ich meinen alten Kindle und lese die anderen beiden Bücher ausnahmsweise digital. Das Ding ist das erste Mal nach 5 Jahren wieder an. Und dann bin ich im Tunnel, im Rausch und ich liebe es. Somehow, ushered in by blind instinct alone, Mina did as the watcher asked and entered. Why run? It would catch her. Why scream? She would be silenced in the swiftest second, as a guillotine slicing down from the night sky. Her only option was to play along, to buy a few more seconds of life. Ich bin fertig. Das habe ich jetzt an einem Tag gelesen, Freunde. An einem Tag. Aber es ging nicht anders. Es war so krass spannend. Ich bin ja Filmemacher und Drehbuchautor und ich liebe meine Arbeit. Aber ein Buch macht einfach noch mal was anderes, weil es deine Bilder sind, weil es deine Geschwindigkeit auch ist. Es ist einfach ein anderes Level. Es ist ein Level, wenn deine Fantasie das mitmacht und du dich richtig reinwerfen kannst. Da kommt kein Film, da kommt kein Videospiel ran. Das ist einfach eine andere Qualität vom Geschichtenerzählen. Dieses Experiment war eine verdammt gute Idee und genau wie die Experimente, die ich alle dieses Jahr mache, etwas, was mir wirklich gut tut. Es gibt noch ein Buch von ihm. Lesen tut mir sehr gut. Auch wenn die Effekte sich wirklich so sehr in meine Arbeit schleichen, dass ich ein wenig Angst vor meinem ersten Feedback-Termin am 10. Tag habe. Aber vorher lese ich noch das 3. Buch von meinem neuen Lieblingshorrorautor. Und weil ich in 2 Tagen alle Bücher gelesen habe, die der Mann jemals geschrieben hat, schreibe ich ihm jetzt. Und zwar eine Mail. Und tatsächlich hat er auch noch geantwortet. Innerhalb von, weiß ich nicht, 1-2 Stunden. Und jetzt schreiben wir gerade ein bisschen her. Und das ist für mich wieder eine super, super wichtige persönliche Erfahrung. Weil ich glaube, vielen Menschen da draußen ist nicht klar, wie wichtig es ist, Kunst zu feiern. Und idealerweise so, dass die Kunstschaffenden es mitbekommen. Am Tag meines wichtigen Feedback-Gesprächs lese ich zum ersten Mal kein Buch. Ich plane nach diesen Eindrücken einen Tag Lesepause, um zu sehen, was passiert. Hat das vielleicht auch einen Effekt? Fehlt mir das Lesen oder finde ich es vielleicht sogar richtig gut, mal keinen Input von gedruckten Buchstaben auf mich zu haben? Morgens nehme ich normalerweise mein Smartphone in die Hand. Heute war der erste Tag. Ich habe es aufgemacht und habe es zugemacht, weil ich dachte, ich brauche morgens nicht so viel Input. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass Bücher mir aktuell zeigen, dass man gar nicht so angeschrien werden muss. Oder ich das so wahrnehme, dass mein Smartphone echt so auf mich einprasselt mit Informationen und mich so platt macht. Und Bücher das nicht machen. Dieses Einprasseln macht müde. Und das kann sogar aggressiv und depressiv machen. Und ich finde, das merkt man auch immer stärker. Weltweit. Wir sind so hyper-connected. Ständig verbunden mit allem. Jede Sekunde vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Und wenn wir dann mal runterkommen, wabert da immer noch dieses Dröhnen im Hintergrund. Gibt's noch was Neues? Habe ich was verpasst? Einerseits betäuben wir mit dem ewigen Scrollen der Feeds die Angst und den Schmerz. Aber leider auch die Freude. Wenn man Gefühle betäubt, betäubt man auch immer die guten. Das ist übrigens kein digitales Problem, sondern ein kulturelles. Und ich glaube, es würde uns allen gut tun, die Arbeit in ein Buch zu stecken. Also sich die Mühe zu machen, eins zu lesen. Nicht viel in wenig Zeit schaffen und multitasken, sondern sehr wenig in sehr viel Zeit schaffen. Faul sein, langsam sein, ein Buch lesen. Gegen die innere Erschöpfung. Ein Buch endet und lässt dich dann atmen. Social Media Feeds niemals. Ich hatte auch schon mal eine bessere Hygiene mit meinem Smartphone. Die ist jetzt schlechter geworden. Und ich glaube, dass Bücher gerade dafür sorgen, dass vieles von dem, was man so lernen kann, besser damit umzugehen, ganz automatisch kommt. Wenn mein Bedürfnis immer niedriger wird, schnell diesen Impuls zum Handy, schnell mal kurz was gucken, das verschwindet gerade einfach. Und ich finde es total gut. Ja, es war heute Morgen wirklich ein krass schneller Impuls. Handy raus, Handy weg. Nee, jetzt nicht. Jetzt will ich das noch nicht. Und dann ist es soweit. Mein Termin. Feedback zu einem Drehbuch, an dem ich seit Monaten sitze. Und ich habe mir erlaubt, einiges zu ändern. Ich bin gerade raus aus meinem Termin. Keine Sorge, ich habe das nicht angehabt. Ich hatte was anderes an. Aber das Feedback war auch wirklich sehr klar.
Du hast ja alles verändert. Das ist ja ein anderes Buch. Du hast ja richtig, richtig krass Surrealismus reingebracht. Das war gar nicht der Plan. Ich habe da jetzt Parts drin in einem ganz realistischen Film, die super surreal sind. Und ich finde es super gut. Und das ist ein ganz starker Einfluss von Blauer Sand und Die Königin schweigt. Blauer Sand, das Surreale, und Die Königin schweigt, so eine gewisse Entschleunigung und Langsamkeit und Fokus auf authentische Momente. Das hat das Buch aber extrem verändert, also das Drehbuch, das ich gerade schreibe. Das ist riskant. Für sowas kann man tatsächlich den Job verlieren. Vor allem in Zeiten, in denen man als Autor und Autorin oft Teilverträge hat. Also für Fassung 1 gibt es einen Vertrag, dann für Fassung 2 und nicht mehr für das ganze Drehbuch, so wie das früher war. Du schreibst halt wirklich stückweise, als würde man jeden Monat neu angestellt werden im Job. Und was ich jetzt gemacht habe, macht man eigentlich nicht. Ich habe entgegen Absprachen das Genre des Films verschoben, viele neue absurde Ideen eingebracht und die Stimmung des Films deutlich ins Surreale driften lassen. Bei einer Auftragsarbeit ist das wahrscheinlich nicht die beste Idee. Oder? Und ich hatte wirklich, wirklich Sorge, dass die mir sagen, schreib alles neu. Haben sie nicht, aber es gibt einige Aspekte, die sie gekürzt haben wollen und anders haben wollen und ein paar von den surrealen Sachen müssen etwas mehr eingepflegt werden. Aber ich habe jetzt hier etwas geschaffen, was ich niemals da reingelegt hätte in diesen Film. Und dieser Film, der aus diesem Drehbuch entstehen wird, wird jetzt ganz anders und sehr viel ungewöhnlicher als eigentlich geplant. Die Bücher haben einfach gerade nochmal so viel aufgemacht bei mir, dass ich dachte, wieso reduziere ich denn die unfassbare Möglichkeit von Kunst auf das, was vielleicht ein Publikum sehen möchte? Ist doch völlig egal erstmal, was das Publikum sehen möchte. Ich kann auch erstmal machen, was ich will und was ich gut finde. Und dafür findet sich dann idealerweise später ein Publikum. Ich bin auf jeden Fall sehr happy. Es gibt noch einen weiteren Termin jetzt in 2 Wochen. Und bis dahin kann ich erstmal wieder weiterschreiben. Ich hoffe ein bisschen, dass die nächsten Bücher nicht dafür sorgen, dass ich nochmal in eine komplett andere Richtung jetzt abdrifte. Stichwort abdriften. Manche von euch fragen mich immer wieder, ob ich ADHS habe. Offenbar spricht einiges dafür. Und Eichhörnchen. Soziale Medien, also insbesondere Plattformen wie TikTok, spielen eine bedeutende Rolle bei der Selbstdiagnose und Fremddiagnose von ADHS. Eine Studie im Canadian Journal of Psychiatry fand heraus, dass nur 21% der TikTok-Videos über ADHS überhaupt fachlich korrekt sind, während der Rest irreführende Informationen oder persönliche Erfahrungen enthält, die aber halt keine wissenschaftliche Grundlage haben. Expertinnen und Experten warnen, dass solche Videos zu Fehldiagnosen führen können, da sie Symptome vereinfachen und nicht die Komplexität der Störung berücksichtigen. Obwohl soziale Medien das Bewusstsein für ADHS erhöhen und den Austausch über psychische Krankheiten fördern können, besteht die Gefahr, dass sie zu einer Überidentifikation mit der Störung führen. Das kann dann bedeuten, dass normale Verhaltensweisen pathologisiert werden und Menschen sich auf einmal selbst als betroffen ansehen, obwohl das gar nicht der Fall ist. Bei mir ist es dann nochmal was ganz anderes. Ich muss ehrlich sagen, dass mich solche Videos auch verunsichert haben. Ich habe mich im letzten Jahr deshalb auch nochmal auf ADHS testen lassen. Das war allerdings nicht mein erster Test, sondern mein 3. Den ersten gab es als Kind, den weiteren als Jugendlichen und auch letztes Jahr dann nochmal. Und das Ergebnis war jedes Mal eindeutig. Nein, ich habe kein ADHS. Ich bin tatsächlich nicht mal auf dem Spektrum. Die Therapeuten, Gespräche und Tests weisen auf starke Kreativität, Empathie und eine hohe Spielfreude hin, aber nicht auf ADHS. Und als jemand, der im Freundeskreis im kunstschaffenden Bereich einige ADHSler hat, 2 davon kennt ihr auch, weiß ich ganz gut, wie belastend und kompliziert das Leben damit sein kann und bin tatsächlich froh, dass es bei mir was anderes ist. Und solltet ihr das Gefühl haben, dass ihr ADHS habt, dann lasst es therapeutisch und ärztlich abklären und euch nicht von Videos oder Diagnosen anderer verunsichern. Aber ich bin jetzt erstmal kurz auf TikTok. Der Tag Pause war spannend. Also ich habe gestern mehrfach gemerkt, wie ich eigentlich ein Buch in die Hand nehmen will. Ich habe dann Social Media aufgemacht und habe gemerkt, dass mir hier richtig was fehlt bei Social Media. Und ich kann das gerade noch nicht genau formulieren, was es ist. Hier fehlt mir eine Komponente und es fühlt sich gerade so falsch an und so leer. Im Grunde so der klassische Vergleich wie Junkfood essen im Vergleich zu etwas essen, was einen wirklich erfüllt, richtig gut schmeckt und lange satt macht. Weil ich auch jetzt schon wieder nicht mehr weiß, was ich gestern auf Social Media mir angeguckt habe. Ich weiß, ich war auf Reddit, ich war auf Instagram, ich war auf TikTok. Ich glaube, auf keiner einzigen App war ich länger als 60 Sekunden. Aber es hat mir halt wirklich gestern gefehlt zu lesen. Kommen wir zum heutigen Buch. Das ist es nicht. Dieses Buch habe ich vor ein paar Jahren gelesen
Und es ist mir sehr im Kopf geblieben, weil ich es geliebt habe. Von der gleichen Person, die das geschrieben hat, gibt es jetzt ein neues Buch. Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Deswegen freue ich mich total. Diese Freude erfährt leider eine Trübung. Und für mich folgt eins der schwersten Kapitel dieses Experiments. Der Zauberberg war nur der Anfang. Ich treffe jetzt auf ein wirklich schwieriges Buch. Und nicht im Sinne von, es ist kompliziert geschrieben. Kapitel 3. Ein schwaches Herz. Ich starte das Buch voller Vorfreude und werde erstmal von einer grammatikalischen Meisterleistung erschlagen. Der erste Satz des Buches ist gleichzeitig das komplette erste Kapitel. Und das erfordert eine Menge Konzentration von mir, denn es geht über etliche Seiten. Und die Gedanken der Figur springen dabei die ganze Zeit. Das war nicht ganz so einfach zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal einen so langen Satz gesehen habe. Und an dem Tag passiert es zum ersten Mal, dass mir die Zeit nicht schnell genug vergeht. Weil ich habe echt ein Problem mit dem Buch. Ein massives. Und das gefährdet plötzlich das gesamte Experiment, weil ich will dieses Buch nicht lesen. Das Buch sagt mir nicht so zu wie der Vorgänger. Es ist fantastisch geschrieben. Es ist eine ganz tolle Sprache wieder. Ich finde es nur sehr unangenehm und schwierig zu lesen aufgrund des Themas und des Inhaltes, was behandelt wird. Aber man dringt in die Gedankenwelt einer sehr psychologisch verkümmerten Person ein, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist wirklich schwer zu lesen, finde ich. Aber wie gesagt, die Sprache ist toll, aber was inhaltlich verhandelt wird und wie die Person sich verhält, ist wirklich so unangenehm. Also die Gedanken und das Verhandeln, das Verhalten dann, es ist wirklich schwer auszuhalten, das zu lesen, finde ich persönlich. Das ist vielleicht gerade ein guter Moment, um darauf hinzuweisen, dass ich natürlich nur aufgrund meines ganz persönlichen Geschmacks die Bücher bewerte. Anders geht das ja auch gar nicht. Vielleicht ist es für dich das perfekte Buch, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten, das, was ich hier lese, zu ertragen. Wo mein Impuls ist aktuell wirklich, das wegzulegen und das nächste zu nehmen. Aber das mache ich nicht. Ich ziehe ab jetzt jedes Buch durch. Manchmal ist es schwierig bei Büchern, weil der Anfang schwierig ist, man nicht richtig reinkommt. Deswegen gucke ich auch bei Serien zum Beispiel, da gibt es das auch, immer mindestens die ersten 3 Folgen einer Serie, bis ich sie abbreche. Weil manchmal braucht man diese 3 Folgen, um reinzukommen. Manchmal ist der Start nicht ganz so gut, man kommt nicht ganz dahin. Ich glaube, wenn ich gerade nicht dieses Experiment machen würde, ich würde jetzt nicht weiterlesen. In den folgenden Tagen wird das Lesen richtig zur Arbeit, zur Qual, ehrlich gesagt, weil ich mich wirklich durch dieses Buch beißen muss, weil ich es immer wieder weglege, weil es mich abstößt. Ich habe körperliche Schwierigkeiten, gewisse Passagen zu lesen. Und ganz ehrlich überspringe ich auch sogar einige Sätze, die mir viel zu explizit werden, weil ich es einfach nicht ertragen kann. Das Buch behandelt kriminelle Handlungen und Bilder, die ich nicht in meinem Kopf haben möchte. Gleichzeitig will ich aber auch nicht aufgeben. Und ich habe die Hoffnung, dass am Ende alles Sinn macht. Vor allem, weil ich das Buch davor kenne und das so toll war. Und glücklicherweise schaffe ich es irgendwann und erreiche endlich den Schluss des Buches. Ich habe es geschafft. Ich habe das Buch durchgelesen. Ich habe viel länger gebraucht, als ich gedacht hätte. Und ich muss sagen, ich habe ja mit einem Ende gerechnet, was alles nochmal so in Perspektive rückt. Und das ist leider nicht passiert. Die Person, die das geschrieben hat, ist unfassbar talentiert. Ich werde das nächste Buch wieder lesen, weil ich habe jetzt ein großartiges Buch, was ich liebe. Und das hier, mit dem ich einfach nicht connecten konnte. Ich habe mir fast 2 Wochen lang eine neue Gewohnheit antrainiert, die jetzt wegen eines Buches zu brechen droht. Und damit das nicht passiert, greife ich zu einer List und mache mir erstmal selbst ein Geschenk. Ganz spontan, ganz ungeplant. Ich werde jetzt eine kurze Ausnahme machen und danach geht es direkt weiter. Ich lese dieses Buch nochmal. Das ist eins meiner Lieblingsbücher. Ich liebe es unglaublich. Und das ist auch flott gelesen. Also ich habe dieses Buch schon mehrfach innerhalb von einem Tag so weggezogen. Und das werde ich wieder machen, weil ich liebe diese Welt. Ich liebe dieses Werk. Das einzige Wesen im Wald, das wirklich Recht oder Unrecht tun kann, bin ich. Und nur ich kann Gnade üben. Manchmal wünsche ich mir, diese Last der Entscheidung liege nicht auf mir. Aber ich bin ein Mensch und ich kann nur denken und handeln wie ein Mensch. Davon wird mich erst der Tod befreien. Ich mag es so gerne. Es ist jetzt kein fröhliches Buch, also überhaupt nicht. Es ist eigentlich eher ein trauriges Buch, aber es ist so faszinierend. Ich liebe ja Geschichten, die so einen surrealen Aspekt haben. Surrealer Realismus, ich würde sagen, das fällt darunter. Ich bin durch und wieder drin. Und jetzt geht's weiter und ich
merke einfach, dass mir das gefehlt hat. So in eine Geschichte eintauchen. Und das zeigt wieder, wie wichtig es ist, Bücher zu lesen, die einen berühren. Aber reicht das bis zum bitteren Ende? Und schaffe ich vielleicht jetzt doch noch den Zauberberg? Ein einziges Buch hat mich wieder zurückgeholt. Und als der Kopf wieder klarer ist, kann ich endlich etwas formulieren, was ich schon viele Tage davor gespürt habe, aber nicht in Worte fassen konnte. Ich habe das Gefühl, meine Gedanken sind woanders, gehen woanders hin. Mein Kopf denkt anders. Es hat mich freier gemacht. Ich habe das Gefühl, mein Blick wird immer so ein bisschen kleiner, wenn ich viel auf Social Media bin und nicht weiter. Und hier habe ich das Gefühl, er wird weiter. Warum sollte ich mir das nochmal nehmen lassen? Ja, warum sollte man sich das nehmen lassen? Warum lassen wir uns generell so viel abnehmen? Ist es Bequemlichkeit oder werden wir durch diese Dauerflutung von Bildschirmen und Informationen einfach immer dümmer? Tatsächlich werden wir theoretisch immer klüger. Zumindest laut dem Flynn-Effekt, der den Anstieg der Intelligenz seit Jahren berechnet und darauf hinweist, dass wir alle 10 Jahre 3 Punkte dazu bekommen, weil wir eine bessere Bildung, Ernährung und komplexere Umwelt erleben. Aber das ist nur theoretisch, denn die Zahlen, die echten Zahlen, sprechen eine andere Sprache. In vielen Ländern geht die Intelligenz seit knapp 30 Jahren langsam zurück. Offenbar aufgrund der immer plumperen Medieninhalte und der Art und Weise, wie wir Medien konsumieren und dem Rückgang von logischem Denken. Also es gibt viele Faktoren, aber darauf wird gerade besonders geguckt. Und der Rückgang von logischem Denken ist etwas, das seit der Einführung von KI-Modellen noch stärker zugenommen hat und aktuell wohl noch schlimmer wird. KI-Zusammenfassungen von Mails oder sogar das Schreiben von ganzen Mails soll bequem sein, birgt aber die Gefahr, dass wir noch mehr abgeben und unser Gehirn immer mehr abtrainieren. Wenn man beispielsweise ChatGPT nutzt, um schnelle Antworten zu bekommen, ohne selbst nachzudenken oder zu recherchieren, ob die Antwort überhaupt stimmt, dann verlernt man leicht das eigene Denken. Und während KI-Bücher inzwischen auch Online-Bibliotheken fluten, bemerke ich Ende der 2. Woche einen neuen Effekt an mir, der mich etwas irritiert. Mir ist eine neue Sache aufgefallen, die ich gerade noch nicht ganz zuordnen kann. Ich habe aktuell das Gefühl, dass wenn ich YouTube-Videos gucke oder sogar Filme, dass meine Gedanken zu Büchern abdriften. Und das ist für jemanden in meiner Position sehr seltsam, ein komisches Gefühl. Mein persönlicher Geschmack verschiebt sich schon seit einiger Zeit zu viel längeren Videos. Ich schaue gerne 45 Minuten bis 3 Stunden Videos, die ich dann über mehrere Tage verteile. Aber ich genieße diesen Deep Dive. Moment, wie schaffe ich das überhaupt, diese langen Videos zu gucken? Ich kann mich doch nur 47 Sekunden konzentrieren. Wie schaffe ich es überhaupt, diese Bücher zu lesen? Okay, um diese 47 Sekunden durchschnittliche Konzentrationsdauer vom Anfang mal kurz einzuordnen. Die Studien zeigen nicht, dass wir nur fähig sind, uns 47 Sekunden zu konzentrieren, sondern sie weisen darauf hin, wie lange es typischerweise dauert, bevor wir uns selbst unterbrechen, weil wir abgelenkt werden, weil wir aufs Handy schauen, zum Beispiel. Das ist ein gelerntes Verhalten und nicht unser biologisches Limit. Und hier kommt das Lesen ins Spiel. Denn es ist wie ein Muskeltraining. Anfangs ist man noch schnell abgelenkt und muss sich dazu zwingen, dran zu bleiben. Aber mit der Zeit wird der Fokus immer stärker. Und Ende der 2. Woche teste ich diesen Effekt extrem mit einem 800 Seiten starken Horrorroman. Damit fange ich jetzt an. Ich bin mal gespannt, wie lange ich dafür brauchen werde, weil das natürlich sehr davon abhängt, ob ich in die Story reinkomme, ob die spannend ist und mich nicht wieder irgendwas abschreckt. Ha! Ich habe gerade hier hinten nur 2 Schlagwörter im Klappentext gelesen. Ich wollte eigentlich gar nichts drüber wissen. Jetzt habe ich 2 Wörter gelesen und ich denke mir, das wird auf jeden Fall eine düstere Reise. Warum müssen alle so viel hassen? Weil es der letzte Schutz ist, sagt Maria. Wenn alles andere überwunden ist, wenn man niemand mehr ist, wenn man nichts mehr hat, dann hat man immer noch den Hass. Während ich langsam in das Buch einsteige, tauche ich erneut in eine ganz neue Welt. Fantastisch, düster und teilweise sehr viel realer, als ich es erwartet habe. Das Buch sorgt erneut dafür, dass ich meine Lesezeit überziehe, mein Smartphone vergesse und am nächsten Tag intensiv drüber nachdenke, was mir Social Media abseits meiner beruflichen Tätigkeit überhaupt bringt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, über 90% der Dinge, die ich so auf Social Media beim Scrollen mitbekomme, sind Dinge, wo ich denke, oh, das war spannendes Wissen, wie zum Beispiel, neben Erdbeeren muss man Knoblauch einpflanzen, dann schimmeln die Erdbeeren nicht. Oder irgendwelches Wissen über Pflanzen oder über Menschen, über Psychologie. Und ich denke mal, boah, ist das spannend. Ich kann es immer nie anwenden. Es ist irgendwie totes Wissen, weil ich weiß das in dem Moment, ich finde es spannend. Manche Sachen merke ich mir auch, aber ich glaube, es war noch nie was dabei, was ich wirklich brauchen konnte.
Warum vergessen wir so viel, was wir auf Social Media sehen? Das liegt einmal daran, wie anfangs erwähnt, dass unser Gehirn dabei oft im passiven Modus läuft. Wir scrollen nebenbei, ohne richtig hinzuschauen. Und was wir nicht aufmerksam verarbeiten, das bleibt nicht im Gedächtnis. Dazu kommt, es sind einfach viel zu viele Reize auf einmal. Ohne Bedeutung, Wiederholung oder Emotion sortiert unser Gehirn Inhalte einfach wieder aus. Also wenn wir Inhalte nicht aktiv aufnehmen, durch Nachdenken, Diskutieren mit anderen oder Anwenden, bleiben sie nicht haften. Und jetzt mal ehrlich, also klar, Emotionen gibt es auf Social Media, aber trotzdem rauscht das doch alles durch. An welche TikToks von gestern erinnert ihr euch noch? Wir haben uns jetzt ein paar Tage nicht gesprochen und ich war echt fleißig. Ich bin durch. Ich glaube, ich habe lange nichts mehr gelesen, was mich so wie so eine richtig gute Serie reingezogen hat. Es hatte sehr dieses, man will nicht aufhören, es wird immer mit einem spannenden Twist geht's weiter und es gibt super viele Figuren, es hatte sehr dieses Seriengefühl, aber es war mehr Unterhaltung als bei den anderen Büchern hatte ich ja teilweise Die Königin schweigt, wirklich dieses Gefühl, ich lebe dieses Leben mit. Hier war es mir richtig gut unterhalten zu werden. Und es gab einen Aspekt, das war ein bestimmter Teil des Buches, der sehr realer Horror war, wo ein sehr realer, stattfindender Horror in unserer Zeit beschrieben wird, der wirklich grausam ist. Und das war auch schwer zu lesen. Das sind keine langen Abschnitte, aber sie machen einem die Realität so klar. Und das fand ich krass in dem Buch, weil es ist ein fiktionales Horrorbuch. Und du liest diese Geschichte und du weißt, sie ist nicht wahr und sie macht Spaß. Und dann kommt dieser Aspekt rein, auf dem der Horror auch fußt, der dann entsteht. Und der Aspekt ist super real und konfrontiert dich mit der realen Welt und was falsch läuft und was richtig schlimm ist. Ich kann kein Schwedisch, aber ich schaffe es, mich ohne Probleme in einen solchen Wälzer zu vertiefen. Und das kann man in unserer von Smartphones geprägten Zeit schon als Superkraft ansehen. Und es kommt noch besser. Wer regelmäßig liest, kann sich deutlich besser konzentrieren als viele andere Menschen, deren Aufmerksamkeitsspanne durch soziale Medien immer weiter geschwächt wird. Wer seine Konzentration und geistige Stärke allerdings zurückgewinnen will, sollte Bücher lesen. Denn Lesen trainiert das Gehirn, verbessert die Aufmerksamkeit und fördert tiefes, nachhaltiges Denken. Ich weiß, Lesen kann anstrengend sein, aber ist halt auch eine aktive Tätigkeit. Sie regt unsere Fantasie und Vorstellungskraft an und ist damit eine der wichtigsten Muskelkräfte unseres Gehirns. Und anders als Social Media macht Lesen ja nicht süchtig, oder? Ich glaube, ich kann gar nicht mehr einen Tag ohne Lesen. Das fehlt dann. Das ist dann wie nicht Zähne putzen. Das klingt total albern, aber so ist es. Und ich kann auch nicht mehr einen Tag ohne lesen, weil es meine Gedanken so positiv verändert hat. Ich denke jetzt immer noch regelmäßig, alle paar Tage, über jedes einzelne Buch, was ich gelesen habe. Denk mal wieder an Blauer Sand, besonders an Die Königin schweigt. Es kommen so Flashbacks hoch, als hätte ich das als Film gesehen. Es kommen wirklich Bilder hoch. Und es berührt mich immer noch nach wie vor, weil die Sachen so gut waren. Ich habe das Gefühl, es ist eine Macht, die Bücher haben, Perspektiven zu eröffnen in andere Lebenswelten und dadurch auch die eigene zu erweitern und aufzuzeigen, was man vielleicht selber noch für sich ändern kann oder sollte. Als nächstes ist mein Endgegner dran. Aber vorher komme ich ganz kurz zur Buchauswahl. Wie finde ich diese Bücher überhaupt? Ein paar wurden im Radio empfohlen, habe ich zufällig reingehört, und andere habe ich nur aufgrund des Covers, des Titels oder eines Gefühls in der Bücherei ausgeliehen. Kein Algorithmus, der mein Verhalten kennt. Und so finde ich Bücher, die ich vermutlich niemals vorgestellt bekommen hätte von dem Algorithmus. Genres, die eigentlich nicht meine Welt sind und Einflüsse, für die ich jetzt sehr dankbar bin. Die aber durch Zufall oder ein Gefühl von mir ausgelöst wurden. Aber keine Gefühle von Schuld und Sühne. Das habe ich jetzt vor mir. Und da die Schrift hier drin wesentlich kleiner ist als in dem anderen Buch und das Buch hier wesentlich älter ist, es geht um Orientierungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit und es gilt als ein schwer zu lesendes Buch von dem, was ich gehört habe, aber halt Weltliteratur. Und ich bin gespannt, was das heißt. Warum ist das hier Weltliteratur? Warum ist das hier so gut, so toll, so weiß ich nicht was, dass es Weltliteratur ist? Liegt es daran, dass irgendwelche Kritiker gesagt haben, es ist gut und eigentlich ist es totlangweilig, oder steckt hier mehr dahinter? Und schaffe ich das? Und wie lange brauche ich dafür? Boah, so viele Fragen. Ich bin gespannt, wie das wird. Denn Dostojewski soll sehr schwer zu lesen sein. Seine Sätze, in denen oft mehrere Gedanken und Ideen gleichzeitig verarbeitet werden, sind oft lang und verschachtelt. Außerdem gibt es sehr viele Figuren und die haben komplizierte russische Namen, die ich schwer auseinanderhalten kann. Dazu braucht man beim Lesen viel Konzentration.
die ich inzwischen aber haben sollte. Jetzt geht's los mit Dostojewski. Ursprünglich unter dem moralisierenden Titel Schuld und Sühne erschienen und jetzt in Verbrechen und Strafe verändert. Gucken warum. Die Seiten sind auch so viel dünner als bei dem anderen Buch, dass man direkt merkt, hier ist viel, viel mehr Arbeit drin. Plötzlich zog sie aus ihrer Rocktasche einen Revolver, spannte den Hahn und stützte die Hand mit dem Revolver auf das Tischchen. Dunetschka drückte ab. Versager. Sie haben nicht sorgfältig geladen. Macht nix. Sie haben noch einen Schuss. Machen Sie es dieses Mal besser. Ich warte. Dieses alte Buch hat mich sehr überrascht. Denn es ist spannend, voller anregender Gedanken und immer wieder auch lustig. Der gescholtene Freund saß auf einem Stuhl mit der Miene eines Menschen, der niesen muss und es nicht kann. Ich glaube nicht an ein zukünftiges Leben, sagte Raskolnikow. Svidrigailov saß gedankenverloren da. Aber wie, wenn es dort nur Spinnen oder dergleichen gibt, sagte er plötzlich. Und so versinke ich langsam in die komplexe, aber immer sehr spannende und treibende 100 Jahre alte Geschichte und ich genieße es. Auch wenn ich hier wirklich langsamer lesen muss. Aufgrund der teils verwirrenden Namen für mich, weil ich diese russischen Namen nicht so kenne und wie man sie liest und wann was genannt wird. Und weil manche Dinge so schnell passieren, dass ich ab und zu wirklich zurückblättern muss. Es ist etwas passiert, was ich nicht gedacht hätte und was mich richtig krass überrascht. Das hier ist wie ein super schneller, spannender, hochmoderner Krimi. Und ich hätte das nicht erwartet. Die Geschichte ist echt schnell geschrieben, es geht sehr, sehr schnell voran. Ich finde total spannend, wie dicht und intensiv die Spannung ist. Und es hat nicht diese Schwere und Langsamkeit von Der Zauberberg, den ich vielleicht ja nochmal versuche zu lesen. Ich finde es richtig, richtig gut. Ich glaube, das wird wesentlich einfacher, als ich befürchtet habe. Alte Bücher, die ich kenne, vor allem aus der Schulzeit, haben nicht diese Geschwindigkeit gehabt. Wie bereits erwähnt, ist unser Gehirn plastisch. Es verändert sich je nach Nutzung, wie ein Muskel, den man trainiert. Und dieser Muskel ist jetzt scheinbar trainiert bei mir. Aber reicht es bis zum bitteren Ende? Und schaffe ich vielleicht jetzt doch noch den Zauberberg? Doch vorher habe ich das zweite Feedback-Gespräch zu meinem Drehbuch. Die Einflüsse sind weiter da, aber jetzt, da wir uns auf den neuen Ton geeinigt haben, ist alles viel entspannter. Und beide Seiten freuen sich über die vielen neue Elemente, die durchs Bücherlesen jetzt gerade den Weg in mein Drehbuch finden. Und auf einmal befinde ich mich schon am Ende der 4. Woche. Knapp fertig geworden mit dem Buch. Am Ende wurde es ein bisschen zäh, aber insgesamt würde ich es total empfehlen. Es ist spannend, es ist schnell, es ist unterhaltsam, es ist klug geschrieben. Es regt so viele Gedanken an. Ich verstehe jetzt ein bisschen besser, warum das hier Weltliteratur ist. Und jetzt traue ich mich auch nochmal an den Zauberberg ran. Aber das mache ich erst morgen, weil ich brauche jetzt erstmal eine Pause, weil das war wirklich jetzt auf den letzten Metern nochmal hart. Die letzte Feuerprobe. Ich habe Dostojewski geschafft und ich habe es geliebt. Schaffe ich es jetzt auch, Liebe für dieses Buch zu entwickeln, das mich anfangs so genervt hat mit seiner Sprache? Ich gebe dem Zauberberg eine zweite Chance. Aber weit mehr noch als unten trug hier diese Manier das Gepräge des Unsachgemäßen. Sie hatte etwas Zähneklapperndes und Kurzatmiges, was sie als durchsichtigen Deckmantel für die darunter verborgene oder vielleicht nicht mehr zu verbergende Not allzu deutlich kennzeichnete. Okay, das ist das zweite Mal, dass ich dieses Buch abbreche. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe 252 Seiten gelesen. Ich würde sagen, das ist ein fairer Versuch. Ich kann es nicht lesen. Ich finde die Sprache so unerträglich. Das triggert mich total. Ich kann das nicht lesen. Ich finde es anstrengend. Es gefällt mir nicht. Es stößt mich ab. Das ist kein Buch für mich. Das hier ist, finde ich ganz persönlich, ein unerträgliches Buch für meinen Geschmack. Wieso fällt mir das so schwer? Ist das wirklich nur die Sprache? Die ist auf jeden Fall ein Faktor, weil ich finde die so pseudoklug und das nervt mich. Aber insgesamt ist es schwer, Bücher zu lesen, deren Sprache und Stil man nicht mag, weil sie das Lesen mental und emotional anstrengend machen und die Motivation dadurch halt sinkt. Ich lese das hier nicht, weil ich muss. Ich lese das zum Spaß. Aber das macht mir keinen Spaß. Ich habe bis hier 3712 Seiten gelesen, also knapp 124 Seiten am Tag. Und über 1.100.000 Wörter. In der gleichen Zeit hätte ich 14 Kilometer auf meinem Smartphone scrollen können,
hätte dabei aber keinen dieser tollen Effekte gehabt. Diese Effekte kann ich nach einem Monat an mir feststellen. Meine Konzentration hat sich gebessert, längeres konzentriertes Lesen trainiert die Fähigkeit, sich über einen längeren Zeitraum auf eine Sache zu fokussieren. Und das ist etwas, das gesamtgesellschaftlich zunehmend weniger wird. Wer sich aktuell lange auf Aktivitäten wie Lesen konzentrieren kann, hat auf jeden Fall einen Vorteil. Dann gibt es aber auch einen Effekt, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe. Meine Empathie ist gestiegen. Durch das Miterleben so vieler Leben und Perspektiven habe ich mehr Verständnis für andere Menschen und kann mich, glaube ich, besser in sie hineinversetzen. Das fiel mir in letzter Zeit manchmal schwer. Auch weil alle aktuell unter so enormem Druck stehen und man im Alltag viel mit Ungeduld und Frustration der anderen konfrontiert ist. Und es ist halt dann auch viel leichter zurückzuschießen und auch seine Frustration rauslassen, statt mitzufühlen. Dabei löst das Mitfühlen so viel mehr aus und beruhigt solche Situationen. Auch mein Griff zum Smartphone ist seltener geworden. Ich weiß gerade tatsächlich wieder nicht, wo es liegt. Es ist so selten geworden, dass ich mein Smartphone inzwischen schon zweimal zu Hause vergessen habe. Und das passiert mir eigentlich nicht. Es liegt halt immer irgendwo auf einem Schrank oder einem Tisch. Ich habe es nicht mehr so am Körper kleben wie früher. Und das zeigt auch meine Bildschirmzeit. Die ist nämlich auf 30 Minuten durchschnittlich pro Tag, pro Woche gesunken. 1 Minute weniger als beim letzten Versuch in der Natur. Und 30 Minuten reichen mir für Kontakt mit Freunden, Fotos machen oder mal flott was recherchieren. Die Reduktion erweitert meinen Blick auf die Welt. Und vor allem meine Vorstellungskraft und Gedanken haben sich verbessert und die sind wie gereinigt, würde ich sagen. Oh, sorry, das Skript zu diesem Video ist selber ein halbes Buch geworden. Aber wenn du es bis hierher geschafft hast, mein größter Respekt. Jetzt schaffst du auch ein Buch, wenn du das nicht sowieso schon kannst. Das hier sind übrigens meine Top-Buchempfehlungen aus diesem Experiment. Kauf Bücher gebraucht, kauf lokal oder geh in eine Bücherei. Lies etwas, was dich berührt, bewegt und erfüllt. Und wenn der Einstieg zu schwer ist, fang mit einem Hörbuch an. Das Wichtige hierbei ist nur, dass du dabei nichts parallel machst. Nur zuhören, die Geschichte wirken lassen. Wir sehen uns bald und dann räume ich endlich hier auf, beziehungsweise dann reduziere ich alles in diesem Raum auf nur 50 Gegenstände und der gesamte Rest muss hier raus. Pass auf dich auf, bis bald.